Das nächste Topspiel in der Liga steht an, diesmal auswärts in Leipzig. Die sind Zweiter, wir sind jetzt Vierter. Letztes Spiel war es noch umgekehrt gegen die Bayern, da haben wir aber leider keinen Stich gesehen. Das war echt ein sehr, sehr schwaches Spiel, sehr, sehr enttäuschend. Deswegen heute hoffentlich ein bisschen bessere Leistung und auch ein besseres Ergebnis, weil das wäre schade, wenn wir uns jetzt in 2 Spielen die gute Hinrunde bislang so ein bisschen kaputt machen würden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Leipzig spielt, wer bei Leipzig alles spielt. Openda haben wir ja gesehen, Barcola vielleicht. Hinten denke ich mal mit Lucas Hernandez, aber wir haben auch gute Spieler, die halt auch noch viele Entwicklungspotenziale haben, deswegen sieht es halt manchmal so aus, wie es aussieht. Wir sind halt noch nicht so weit wie vielleicht andere Mannschaften, aber was eigentlich ist, das kann ja noch werden. Fofana mit dem ersten Schuss, mit der ersten Chance, das hatten wir zum Beispiel gegen die Bayern überhaupt nicht. Solche Gelegenheiten, ne? Von daher ist das jetzt schon mal eine Steigerung gegenüber des letzten Spiels. Und wir probieren es auch immer wieder nach Eckbällen. Demetrio kommt da nicht ran und dann aufgepasst. Brown ist da. Fofana. Jetzt dürfen wir den Ball nicht verlieren. Das wäre sehr, sehr fatal. Deswegen lieber sicher. Listisch über außen. Adingra läuft durch. Ja, zieht man einen Mann weg. Guckt das kann auch von Weitem schießen. Aber da ist die Lücke nicht da. Usun. Unten muss er mitkommen. Unten muss er mitkommen. Hinterlauf. Brown, ja. Und jetzt, wo ist er? Ekitike gegen 4-5 Mann wieder alleine. Das ist halt das Problem, es rückt niemand nach, es hilft ihm auch niemand, da kommt niemand zur Unterstützung. Und dann sieht es halt auch leider so aus, wie es aussieht. Und bei Leipzig, ja, die werden auch mit Durchbrüchen agieren. Die werden sich auch den Ball auf engstem Raum zuspielen können. Und dann müssen wir halt da sein, genau wie in der Situation Demetrio. Das müssen wir dann halt hinkriegen. Ja, und das nach vorne auch irgendwie schneller hinbekommen. Reger setzt sich durch gegen Hernandez. Ekitike ist in der Mitte frei. Oh, und dann kriegt er den Ball nicht so schnell kontrolliert. Ey, da war Listisch frei. Den hätte ich gerne angespielt, aber er kriegt ihn nicht schnell genug verarbeitet. Schade, schade, schade. Auch wieder eine Chance leichtfertig hier vergeben. Und die Leipziger, das ist halt das Problem. Da kommst du nicht ran. Da kannst du nichts machen. Wenn die 4-5 Mal direkt spielen wollen, dann machen die das. Und wir müssen halt umschalten. Genau so. Adingra, Ekitike unten. Listisch ist frei im Doppelpass mit Ekitike. Ah, dann macht doch aber den anderen Laufweg. Warum denn in den Gegner rein? Da war auch die Lücke wieder da. Ein bisschen mehr draus zu machen. Also es geht schon mal ein bisschen besser hin und her. Ja, es sieht stabiler aus als gegen die Bayern. Viel schlechter ging es auch nicht. Wie gesagt, das war eine Vorführung teilweise. Ein 2-3 Klassenunterschied. Von daher bin ich froh, dass es schon mal ein bisschen besser läuft. Aber auch gegen Leipzig, ihr seht, wie schnell das vor allem vorne bei denen geht in der in der Offensive, im Angriff. Und wir können es halt immer nur probieren. Wir werden auch unsere Fehler drin haben, Openda. Und dann müssen wir hinten stehen. Sehr schön von Reger und die setzen nach. Die gehen ins Pressing rein. Wahnsinn. Und dann muss ja auch irgendwo mal eine Lücke sein. Adingra, ist er schneller als Seibert und Klostermann? Ist er, aber er muss in die Mitte ziehen. Wer lässt sich jetzt fallen? Ekitike, wo ist er? Oh, nicht dahin. Auf Ekitike eigentlich. Aber dann machen wir es halt so überlistisch. Da muss Ekitike auch von alleine sich einfach fallen lassen, nicht einfach blind durchlaufen. Ach, das sind schon wieder Sachen, die verstehe ich nicht. Die sind aber, die hat man in jedem Spiel. Deswegen, ich darf mich da gar nicht mehr drüber aufregen und wundern. Es ist so, wie es ist. Ja, einfach müde weglächeln und einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Anders geht das nicht mehr in diesem Spiel. So, Brown über den Flügel mal, allein gegen alle. Klappt gegen Gertruida. Listisch ist da, wer lässt sich fallen? Niemand. Die stehen wieder alle hinter ihren Gegenspielern. Jungs, was macht ihr da? Dann müssen wir es halt von Weitem probieren. Über Kohlbeiders. Latte. Dann halt so. Ein bisschen Glück hat leider auch gefehlt. Aber das war mal so eine Aktion. Da hätten wir mal die Führung erzielen müssen. Oder dürfen. Schöner Schuss. Brauchst halt auch immer ein bisschen Glück, dass der reingeht. Hoppel, hoppel, hoppel. Ball geht wieder auf die andere Seite. Es geht viel über rechts. Adingra ist dann aber auch von 2, 3 Leuten wieder zugestellt. Die Leipziger stellen vorne mit 3, 4 Mann zu. Das ist wirklich schwer zu bespielen. Aber wir müssen es irgendwie hinkriegen. Usun, Adingra. Im Doppelpass vielleicht. Usun, wenn er durchläuft. Ja, Usun, lauf durch. Ja, das ist doch deine Lücke. Und dann fehlt wieder Ekitike. Hoch, warum geht er jetzt ins Pausenmenü? Das habe ich nicht gemacht. Das hat er von alleine gemacht. Wahrscheinlich hat er gerade was berechnet. Das Traumtor, was ich wahrscheinlich jetzt gerade schieße. Deswegen musste er noch mal kurz ins Menü rein. Grobmeiners, Ekitike. Da ist er doch. Da ist die Lücke. Und wie ich es gesagt habe. Eine kurze Berechnung. Deswegen
Waren wir kurz im Pausenscreen und Ekitike besorgt die Führung. 37. Minute, auch mal wieder wichtig, hier in Führung zu gehen. Und wir haben den Platz, wenn wir nur lang genug warten, wenn wir ein bisschen geduldig spielen und wenn wir das so zielstrebig spielen wie hier, dann ist das doch auch wieder nur eine Frage der Zeit. Aber wir haben halt auch hinten noch ganz, ganz viel zu tun in der Defensive. Da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Ja, 10. Tor im 14. Spiel. Ich meine, rundum und unterm Strich ist die Saison gut. Es sind halt so diese vereinzelten Spiele. Ich nenne da mal nur Hamburg, Köln, Augsburg, Bayern. Das tut halt weh. Aber vielleicht muss es wehtun. Vielleicht haben wir dann dafür eine Rückrunde Spiele, die ein bisschen besser laufen. Achtung, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Fofana kommt nicht ran und Kauer Santos. Muss dann halt auch in diesem Spiel einen Sonntag haben. Muss hier alles parieren. Wir müssen alles wegverteidigen, damit wir hier heute gewinnen. Demetrio. Achtung, nächster Mann. Muss hin. Nicht hinter dem Gegenspieler. Setz dich doch vor ihm ab. Es ist doch nicht so schwer. Anstatt immer hinter ihm zu bleiben, ihm am Arsch zu kleben. Naja. Nächste Chance. Adingra, Ekitike vorne. Ja, 2 Mann. Holen den Einwurf raus. Alles gut. Bringt ein bisschen Zeit für uns. Ball weg von unserem eigenen Tor. Und Adingra, Ekitike. Wer kommt? Wer ist da? Fofana ist da. Außen ist Listesch. Der kann das machen. Listesch. Mit Münster haben wir ja da gute Erfahrungen gemacht. Da haben wir ja sogar in Leipzig gewonnen, bin ich der Meinung. Das war der erste Sieg mit Münster in Leipzig. Ja, und der darf halt auch gerne rein, ne? Oder solche Dinger müssen halt rein. Dann bist du mal 2-0 in Führung. Gehst gut in die Pause rein. Dann hat der Gegner noch mehr zum Nachdenken und zum Überlegen. Aber es sieht wesentlich besser aus als gegen die Bayern. Das stellt mich schon mal ein bisschen zufriedener. Dass wir es drauf haben, auch gegen große Mannschaften. Und so ein 2-0 vor der Pause wäre halt noch ein bisschen besser. Gucken wir mal. Guck das kriegt er nochmal den... Nein, jetzt wollte ich gerade schießen. Kriegt er nochmal den Abschluss? Nein, kriegt er nicht, weil wir zu weit hinten standen. Zu weit weg vom gegnerischen Tor. Aber gut, wir gehen mit einer Führung in die Pause. Das ist erstmal positiv. Mal gucken, wie sich die zweite Halbzeit entwickelt. Das ist ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben 72% Ballbesitz. Krass. Und es überrascht mich, dass Barcola nicht spielt. Soll jetzt nicht darauf hindeuten, dass er spielen soll. Der wird wahrscheinlich noch irgendwann reinkommen. Aber weiter. Druckvoll bleiben, hinten alles wegverteidigen. Ein bisschen Glück brauchst du natürlich auch immer. Und natürlich die Chancen vorne nutzen. Ey. Gerade die Chance von Listesch zum Beispiel, die hätte reingemusst. Aber vielleicht gibt es ja gleich die nächste Chance. Ekitike gegen Gertruida. 1 gegen 3. Spitzer Winkel macht nix. Oh, der kullert. Schade, nicht rein. Der wäre auch nicht reingegangen. Den hätte der Keeper wahrscheinlich dann noch wieder abgeblockt. Da wäre er schnell wieder oben gewesen. Jetzt kommt Leipzig über Openda. Und Robin Koch ist da. Ja, das sind schon Verzweiflungsschüsse, habe ich das Gefühl. Ah. Ja, komm, sag ich schon, laden wir den Gegner wieder ein. Baumgartner. Elmers auf der Außen. Baumgartner macht das. Und Reger ist dazwischen. Sehr schön. Ball jetzt nicht verlieren. Ah, wohin? Hast du keine Chance. Die pressen dich so zu. Jetzt kommt wahrscheinlich Barcola rein. Nee. Die pressen dich so stark zu. Das kannst du gar nicht verteidigen. Bevor ich dann den Ball verliere, hätte ich ihn vielleicht weggeschossen. Aber Leipzig kommt jetzt über David. Jetzt fehlt einer in der Innenverteidigung. Wir stehen gut. Wir stehen eigentlich gut. Da darf er nie durchkommen. Das darf nie passieren. Dieses Gegentor. Da stehen 3 Mann. Keiner geht von alleine hin. Alle gucken wieder zu. Alle haben sie beste Plätze. Es ist zum Verrücktwerden. Wirklich. Gut, das sieht man jetzt hier nicht. Aber da stehen wirklich 3 Mann. Und es geht keiner von alleine hin. Keiner macht mal den Schritt drauf. Alle gucken zu. Hier. Da sieht man das nochmal ganz gut. 3 Mann. Der kann da durchspazieren. Ist unfassbar. Das schaffst du nicht mal in der Kreisklasse. Selbst da wirst du vorher von den Beinen geholt oder keine Ahnung, dann gibt es halt Elfmeter. Aber das geht nicht, ey. Das ist zu billig. Das ist zu billig, zu einfach. Ich kriege noch graue Haare mit der Truppe, ehrlich. So gerne ich sie habe, so gerne ich diese Karriere habe, aber ich kriege manchmal graue Haare. Und ich bin erst 30. Wie wird das erst mit 60? Da habe ich dann gar keine Haare mehr, oder was? Egal, weiter geht's. Brown. Wir werden noch die eine oder andere Chance kriegen hier. Listesch. Gut gemacht. Gegen Davis. Fofana kommt mit hinzu. Ekitike dreht sich mal. Aber in die falsche Richtung. Da wäre die andere Richtung wahrscheinlich besser gewesen. Weiter geht's. Adingra. Nächste Chance. Vorne Kopmeiners. Fofana. Die laufen auch hier alles zu. Das ist auch sehr, sehr krass. Die wissen auch immer direkt, was wir machen. Jetzt vielleicht. Der Doppelpass. Listesch. Ekitike.
Kommen wir nicht zum Abschluss, aber durch Usun vielleicht. Geblockt, nächste Chance. Ja, ein bisschen zaubern dürfen wir auch hier. Hackespitze 1, 2, 3. Fofana, Ekitike. Ja, und dann war es das halt. Dann spielen wir hier Handball. Dann können wir uns noch 10.000 Mal den Ball hin und her spielen. Aber wir machen das gut. Brown. Oh, langer Anlauf. Und dann der unnötige Fehler. Aber wir kriegen es hinten eigentlich, ich sage jetzt nicht gut verteidigt, weil wir stehen schon wieder sehr, sehr offen. Brown ist da, arbeitet mit nach hinten sehr, sehr gut. Ein Spiel auf Messerschneide, würde ich schon beinahe sagen. Es kann ja jetzt mit jeder Aktion, kann das hier entweder den Todesstoß geben oder wir gehen hier wieder in Führung. Demetrio muss er gewinnen, gewinnt er auch sehr, sehr schön. Er muss eigentlich jedes Kopfballduell, jeden Zweikampf da gewinnen. Der ist über 2 Meter gefühlt groß. Und dann fehlt halt der Speed über die Außen. Dann machen es die Leipziger auch leider gut, stellen zu. Aber die können ja auch nicht alles wegverteidigen, ey. Come on, Fofana, Ekitike. Adingra, Usun, irgendeiner muss hinterlaufen. Ekitike hinterläuft. Jetzt fehlt wieder einer hinten. Ah, ne, Quatsch, da ist der Lissisch. Der läuft ein und hat die Chance. Aber auch nicht zwingend. Es ist besser als gegen Bayern, aber es ist halt auch nicht zwingend. So richtig. Wir haben zwar auch vorne unsere Aktion. Wir spielen uns da 2, 3 Mal den Ball hin und her. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, um heute zu gewinnen. Also Stand jetzt. Ich weiß nicht, es kann sich auch noch mal was tun, aber mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Eine vorsichtige Kampfansage an die Konkurrenz. Weil wir müssen halt die Spiele gerade gegen die Gegner, die unten drin stehen, gewinnen. Da holst du dir die Punkte, da gewinnst du die Meisterschaft. Das ist hier alles Bonus. Das sind alles Bonusspiele. Wenn wir hier einen Punkt tun oder wenn wir gewinnen, alles schön und gut. Aber was bringt uns das, wenn wir dann wieder gegen, weiß ich nicht, gegen Augsburg oder gegen Mainz Punkte liegen lassen oder gegen Köln, gegen Hamburg. Da kann ich mir dann auch nichts von kaufen, dass ich dann diese Spiele hier gewinne. Guck mal, als nächster Fehlpass. Aber wir haben Glück, dass wir den Ball behalten. Aronson sieht Listisch und der hat jetzt die Chance und der muss rein. Listisch wird zwar gehalten, aber egal. Macht die Führung. Schießt uns 2:1 in Front. Und da war sie dann. Diese eine Lücke, auf die wir dann manchmal warten müssen. Und Listisch wird dann noch gehalten, aber der setzt sich durch. Ein klasse Mann, ein klasse Spieler, auch noch viel Entwicklungspotenzial. Hier, da ist die Lücke. Paxton Aronson sieht die. Und Listisch lässt sich nicht fallen, sondern kämpft um die Chance und netzt 1 zum 2:1. So, jetzt noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. Was kommt noch von Leipzig? Da kam relativ wenig. Wir hatten die in der zweiten Halbzeit eigentlich gut im Griff. Aber heißt ja nichts. Langer Ball von Davis oder beziehungsweise auf Davis. Kriegen wir nicht verteidigt. Achtung, der Ball kommt, aber ungefährlich. Kauer Santos. Und jetzt ist vorne tatsächlich ein bisschen Platz, weil Leipzig macht wahrscheinlich auf. Hat aufgemacht und so entsteht die Lücke und die Chance. Aronson. Adingra gegen Hernandez. Ja, oben winkt Duro. Aber wir haben jetzt auch überhaupt gar keinen Stress. Wir müssen das auch mal ein bisschen ruhiger. Das ist auch so ein Entwicklungsprozess. Einfach mal ruhiger spielen. Gegner laufen lassen. Möglichst nicht den Ball verlieren, das ist natürlich auch klar. Aronson, dann, wenn die Lücke da ist, dann natürlich nutzen. Klar, Aronson. Warum nicht Aronson? Oh, warum nicht der Abschluss? Viel zu viele Gedanken im Kopf wieder. Das hätte das 3:1 sein müssen. Und so kommt Leipzig nochmal über David, Seiwald. Vorne Openda, Haidara, aber das ist nicht... Das ist Gott sei Dank nicht präzise genug. Und das müssen wir jetzt nur noch zu Ende spielen. Wir haben den Ball, es gibt nur 1 Minute oben drauf und das wird der Sieg. Das wird der Sieg in Leipzig. Fragt sich nur wie hoch, ob 2:1, 3:1? Nee, es bleibt beim 2:1. Ball wird geklärt. Schiri pfeift ab und es bleibt beim 2:1. Sehr, sehr wichtig. Gute Antwort, gute Reaktion auf die Niederlage gegen die Bayern. War auch nicht alles Gold, was glänzt. Spielerisch auch nicht so dominant. Aber egal, wir haben gewonnen. Was will man mehr? Bleiben oben dran und überholen damit Leipzig. Auch nochmal ganz, ganz wichtig jetzt, weil wir uns in die Winterpause verabschieden. Wir haben jetzt erstmal 3 Wochen lang Ruhe. Noch E-Mail von Ghana, Fußballverband Ghana. Haben wir schon auch ein paar gute Leute drin. Ein paar gute, schnelle Zocker, aber nee, Nationalmannschaft übernehme ich nicht. Es geht dann nämlich gegen den VfB Stuttgart. Wir haben jetzt Zeit in der Winterpause vielleicht was nachzulegen, vielleicht uns nochmal mit 2, 3 Spielern auf bestimmten Positionen zu verbessern.
Aber es wird relativ schwer im Winter auf Leihbasis jemanden Guten zu kriegen. Ich sehe mich aber trotzdem um. Ich gucke, was sich machen lässt. Gerade auch jetzt, da Fofana noch ein bisschen ausfällt, vielleicht da nochmal einen etwas schnelleren Mann, dass wir auch mehr Speed auch über die andere Seite haben, nicht nur immer über Adingras Seite spielen. Das ist jetzt die Aufgabe, die ich haben werde. Und ich meine, wir stehen ja trotzdem mit dabei. Ich meine, bei aller Kritik, bei allen schlechten Spielen, die wir jetzt hatten, es steht fest, dass wir nur 2 Niederlagen haben bislang. Und zwar gegen die Bayern. Und gegen wen haben wir noch verloren? Lass mich mal kurz hier die Mannschaften durchgucken. Vielleicht sehe ich es ja und vielleicht kann ich mich daran erinnern. Gegen wen haben wir denn noch verloren? Union? Nee, Hoffenheim nicht. Wir haben auch noch nicht gegen jeden gespielt. Haben wir gegen Dortmund verloren? Nee, gegen Leverkusen, klar. Das 5:3. Also wir haben gegen Leverkusen, gegen die Bayern verloren. Wir haben 44 Tore geschossen. Das sind die meisten der Liga. Haben aber auch mit 26 mit die meisten der Liga bekommen. Wenn wir defensiv das irgendwie hinbekommen, stabiler zu stehen, vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen was an der Formation umstellen, an der Aufstellung, an Laufwegen und so weiter. Da setze ich mich jetzt mal ran. Und es ist trotzdem gut. Wir sind in der Champions League, sind wir auf dem ersten Platz. Also ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau manchmal. Seht mir das ein bisschen nach, wenn ich manchmal ein bisschen, ja, genervt drüber komme. Aber es macht so dieses Gesamtpaket. Es ist so viel drin in diesem Spiel. Es wird einfach nicht ausgenutzt. Es sind viele, viele Kleinigkeiten dabei. Diese Durchbrüche, die Verteidigung, die von alleine nichts macht. Und wenn man das halt über einen gewissen Zeitraum mitmacht und auch immer durchzieht, dann nervt es auch irgendwann ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem Spaß an der Karriere. Ich hoffe, ihr auch. Von daher lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo für diese super Hinrunde. Ich versuche, mich zu verstärken. Für unser Team noch irgendwie was hinzukriegen. Und dann geht es dann in 20 Tagen ins neue Jahr gegen den VfB Stuttgart, diese 9. Macht's gut. Ciao, ciao.